dachte ja, ich bin clever und mache mir einen Termin zum Videodrehen. Mhm. Und dann ging es natürlich daran, für den Videodreh die Vorbereitung irgendwie zu starten, sich hinzusetzen, zu überlegen, was will man sagen. Und es fiel mir so unglaublich schwer. Und ich habe es natürlich deswegen einfach wieder aufgeschoben. Äh, Da waren andere Sachen, die man stattdessen machen musste. Es ist ja sowieso so, dass meistens nie zu wenig zu tun ist. Und vielleicht geht es genauso, dass du Sachen, die eigentlich zu tun wären, dass du die aufschiebst. Heutzutage findet man das Ganze unter dem Titel Prokrastination im, im Internet. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, einfach mal darüber zu sprechen. Es gibt ein paar Mythen, die sich darum ranken. Zum Beispiel Prokrastination ist einfach nur Faulheit. Leute, die Sachen wieder aufschieben, sind faul. Das stimmt natürlich nicht. Weil meistens hängt es nicht daran, dass man gar nichts macht, sondern dass es nur Schwierigkeiten macht, genau diese Dinge zu tun. Oder auch Prokrastination betrifft einfach nur unorganisierte Menschen oder Menschen ohne Verantwortungsgefühl. Was auch nicht stimmt, denn davon können wir alle betroffen sein und es hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Manchmal sind es sogar die Leute, die besonders gut strukturiert sind, die trotzdem sich nicht motivieren können, bestimmte Aufgaben zu machen. Oder Prokrastination ist etwas, was ich jederzeit beliebig abschalten kann. Wenn du einfach nur Willensstärke zeigst, dann ähm, hört es einfach auf. Auch das ist eigentlich nicht richtig, weil es ja Dinge gibt, die erstmal überhaupt dazu geführt haben, dass du die Sachen aufschiebst. Und es wäre also sinnvoll, auf diese Sachen zu schauen. Und über die Zeit verändert sich auch was in uns, wenn wir Sachen immer wieder aufschieben. Arbeitskollegen nehmen uns vielleicht nicht mehr als so verlässlich wahr oder wir machen uns selbst den Stress oder den Druck. Das ist auch noch ein letzter Mythos, den ich nennen will. Es erfordert einfach ein bisschen mehr Druck. Ich brauche Druck, um gut zu arbeiten. Und auch das funktioniert nicht, also auch das stimmt nicht. Druck mag vielleicht helfen, überhaupt was zu machen, aber wenn wir entspannt an Sachen rangehen, können wir überhaupt erst kreativ sein und uns auch gut damit fühlen, ohne dieses, ich habe es jetzt nur gemacht, weil die Deadline einfach anstand. Ich möchte also heute auf das Thema Prokrastination wirklich im Einzelnen nochmal schauen. Es gibt unterschiedliche Typen von Menschen, die unterschiedlich ihre Sachen aufschieben. Den einen fällt es schwer, überhaupt mit einer Sache anzufangen. Die haben so eine gewisse Trägheit, die sie mitbringen. Ein zweiter Typus sind die Menschen, die zwar mit ihren Aufgaben anfangen, sich dann aber relativ leicht ablenken lassen und schnell bei irgendwelchen Social Media sind und irgendwas anderes finden, was gerade viel spannender ist. Und Typ 3 sind die Menschen, die die Sachen immer wieder verschieben. Einfach immer wieder auf die Zukunft packen und sagen, das mache ich heute nicht, oder es vielleicht sogar gar nicht im Blick behalten, sondern einfach vergessen. Und dabei ist es vielleicht auch nochmal interessant zu schauen, ähm, dass einige Menschen es hinkriegen, ähm, ihre eigentlichen Aufgaben nicht zu machen, aber stattdessen andere Dinge zu tun. Eigentlich müsste man für die Prüfung lernen, aber das Bad muss ja auch geputzt werden. Mache ich lieber das. Wo man also tatsächlich eine Art von Produktivität auch an den Tag legt, aber mit den eigentlichen Aufgaben nicht vorwärts kommt. Und dann gibt es halt auch diese unproduktive Art von Prokrastination, die dazu führt, dass wir unsere Zeit irgendwie vertrödeln, nur dass wir diese Aufgabe nicht machen müssen. Vielleicht sage ich zu der letzten noch was, ähm, weil ich denke, das Bewusstsein darüber hilft schon, das besser einordnen zu können. Der Körper schüttet Dopamin aus für jede erfolgreiche Sache, die wir machen. Alles, was wir erfolgreich zu Ende bringen, wo wir uns einen Erfolg feiern können, das schüttet im Körper Dopamin aus. Das gleiche erhalten wir aber auch, wenn wir YouTube-Videos schauen, wenn wir uns durch Social Media Katzenvideos anschauen. Und das kann zum Beispiel auch verhindern, dass wir wirklich diesen Kick aus einer gut gemachten Arbeit durch diese Arbeiten selbst überhaupt erhalten. Das ist es, was uns dazu treibt, unsere Zeit auf Social Media zu vertrödeln
wo wir eigentlich andere Aufgaben viel eher machen müssten. Was können wir denn eigentlich dagegen tun? Eine großartige Möglichkeit, damit anzufangen, ist, sich nur 5 Minuten vorzunehmen, an eine Aufgabe ranzusetzen. Manchmal passiert es dann, dass wir in diesen 5 Minuten feststellen, wir kommen irgendwie in den Arbeitsfluss rein. Also dass es nur einen Impuls braucht, um uns überhaupt ranzusetzen und wir dann vielleicht sogar das Problem, die Aufgabe im Kopf größer gemacht haben, als sie eigentlich ist. Manchmal kann es helfen, sich die Aufgabe in kleine Aufgaben zu teilen. Erst recht, wenn wir die Schwierigkeit damit haben, dass uns der Umfang der Aufgabe vielleicht die Angst macht, es nicht schaffen zu können. Also Perfektionismus oder wirklich überfordert zu sein, ist eine Schwierigkeit, die dahinter steckt, warum wir die Aufgabe verschieben. Und sich erstmal ranzusetzen und einen Plan zu machen und vielleicht es auch dabei einfach zu belassen. Kann helfen, beim nächsten Mal, wenn man sich ransetzt, dann die Aufgaben in kleinen Teilaufgaben angehen zu können, weil es dann greifbarer erscheint. Eine sehr schöne Methode ist auch die Pomodoro-Technik, die uns hilft, konzentriert an der Sache zu arbeiten. Und der Gedanke dahinter ist, sich Arbeitsblöcke von 25 Minuten einzuplanen, in denen man konzentriert, fokussiert arbeitet, sich auch nicht unterbrechen lässt, dann eine Pause macht, sagen wir 5 Minuten, und dann einen nächsten Arbeitsblock von 25 Minuten, wo man intensiv arbeitet. Das Ganze macht man insgesamt 4-mal und dann gibt es eine längere Pause. Und so kann man auch fokussiert arbeiten und kann dann trotzdem Mails checken, auf Nachrichten reagieren, an die frische Luft gehen, sich was zu trinken holen in den Pausen, die man da hat und hat das dann aber nicht mehr als Ausrede für die eigentliche Arbeitszeit, weil die ist dafür da. Es gibt vielfältige Pomodoro-Timer, die man im Internet findet. Das, was ich vorher beschrieben hatte, würde ich auch als Tapas-Technik bezeichnen. Wie wenn ich Tapas essen gehe. Eine ganze unterschiedliche Menge an Einzelgerichten, die ich essen kann. Und alle sind nur kleine Portionen. Ich esse die eine Portion und dann habe ich vielleicht genug davon und suche mir eine andere Portion aus. Also mein Plädoyer dafür, die Aufgaben vielleicht auch vielfältig zu gestalten, mit Abwechslung. Auch das hilft dem Gehirn, eine Aufgabe zu machen, sie dann vielleicht wieder ruhen zu lassen nach, sagen wir, 20, 25 Minuten und sich in einem zweiten Arbeitspaket einer anderen Aufgabe zuzuwenden, weil dann die erste Aufgabe im Unterbewusstsein weiterarbeitet und es für uns mehr Abwechslung bringt. Vielleicht hilft es dir auch, dir einen Ort vorzustellen, an dem es dir gut geht, wo du produktiv sein kannst. Vielleicht ist es bei Mutti im Garten, wo du alles hast, was du brauchst, wo es dir gut geht. Und vielleicht hilft das vor deinem geistigen Auge dir vorzustellen, du wärest gerade da, um in einen besseren emotionalen Zustand zu kommen. Dich mit Aufgaben, die dir vielleicht schwerfallen, besser anzufreunden. Oft kann es auch ein Problem sein, dass dir die Aufgabe selber gar nicht klar ist. Dass es helfen kann, nochmal für dich zu formulieren, was eigentlich genau zu tun ist. Auch was die Erwartungen sind. Vielleicht musst du es auch mit demjenigen, der dir diese Aufgabe gegeben hat, nochmal klären. Was wird eigentlich am Ende erwartet? Was soll rauskommen? Ein großer Faktor kann auch Über- und Unterforderung sein, warum es uns schwerfällt, Aufgaben anzugehen. Unterforderung heißt, dass die Aufgabe einfach nur langweilig ist, dass wir überhaupt keine Motivation haben, sie zu machen, weil wir es einfach schon 40 Mal gemacht haben. Überforderung ist dann vielleicht, dass wir die viel mehr Schwierigkeiten sehen, als eigentlich auftauchen. Viel mehr Sachen, mit denen wir bisher noch gar nichts zu tun haben. Zu viele neue Situationen. Es hilft dabei, eine gute Balance zu finden und die Aufgaben geringfügig über dem, was wir bisher an Fähigkeiten gezeigt haben, zu legen, sodass es eine kleine Herausforderung bietet, aber keine Überforderung darstellt. Und wenn die Aufgabe zu langweilig ist, können wir uns zunutze machen, dass wir vielleicht
für uns selbst ein Spiel draus machen. Dass wir für uns selbst etwas finden, was das Ganze interessanter macht. Dass wir einen Aspekt für uns raussuchen, wo wir zeigen können, dass wir brillieren können, auch wenn es eigentlich gar nicht gefordert ist. Bei einigen Menschen ist es vermutlich auch hilfreich, sich wirklich komplett abzuschotten und eine Fokusarbeitszeit für sich einzuplanen. 2 Stunden, wo keiner unterbricht, wo man in Ruhe arbeiten kann, wo das Handy nicht im gleichen Raum ist, sondern wo die Zeit wirklich nur dafür da ist, sich auf diese eine Aufgabe zu fokussieren. Und diese Zeit im Kalender auch fest einzuplanen, zu blocken. Und ganz am Ende ist es vielleicht auch wichtig, sich eine Belohnung zu setzen. Etwas, auf das man sich freuen kann, wenn es nicht die Aufgabe an sich ist, dann vielleicht etwas, was man sich selbst setzt. Das Eis, was man nach der getanen Aufgabe isst, oder die, das Abendessen mit der Familie, wenn man die Aufgabe erfolgreich erledigt hat. Besonders schön ist es natürlich auch, dieses Gefühl zu haben, wenn man bei so einer Aufgabe, die einem eigentlich schwer fällt, wenn man sich dann so reinarbeiten kann und an einen Flow-Zustand gerät, wo man Zeit und Raum vergisst. Solche Aufgaben sind selten, aber auch das kann man versuchen, künstlich herbeizuführen, in so einen Zustand zu kommen. Ich denke, die Sachen, die ich gerade schon erzählt habe, die helfen alle, das ein kleines bisschen mehr möglich zu machen. Vielleicht kannst du schauen, ob das dir helfen kann, noch mehr in der Richtung zu tun, in einen so einen Flow-Zustand zu kommen. Letzte Frage, die ich eigentlich habe, ist, darauf zu schauen, ob Prokrastination auch ein Zeichen für etwas anderes sein könnte bei dir. Ich hatte es schon angedeutet, es kann sein, dass du dich der Aufgabe nicht gewachsen fühlst, dass du vielleicht gelangweilt bist von dem Thema oder von der Art und Weise, oder dass du nicht weißt, warum du das Ganze machst. Also was ist eigentlich der Hintergrund, warum du dich an die Aufgabe nicht rantraust. Das könnte eine Frage sein, die dir auch selber hilft zu erkennen, was du vielleicht an den Rahmenbedingungen ändern musst, um besser damit klarzukommen. Es gibt noch eine letzte Sache. Wenn du direkt nach dem Aufstehen dich an eine Arbeit setzt, die du sonst vor dir herschiebst, kann es dein Gehirn überlisten und es kann dir wesentlich leichter fallen, diese Aufgabe dann auch abzuschließen. Gibt es Aufgaben, mit denen du regelmäßig haderst? Dann würde mich interessieren, was das ist und wie du damit umgehst. Und schreib es doch einfach in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Und wenn du weiter informiert werden willst über neue Videos, dann freue ich mich auch, wenn du den Kanal abonnierst.